als Erkundungskommandos des 1. Raketenartillerieregiments der Wehrmacht des Werferregiments 51 erreichen wir am 5. Juni 1941 früh morgens das Tannenberg-Denkmal mit dem Grab von Feldmarschall Hindenburg. Es wurde erbaut zur Erinnerung an die entscheidende Schlacht im August 1914, wo der russische Angriff auf Ostpreußen endgültig zurückgeschlagen wurde. Vor den Mauern des Denkmals liegen noch die alten russischen Soldatengräber. Während Nachschubeinheiten noch für weitere Munition und Treibstoff für die schon eingesetzten Fronttruppen sorgen, erreichen uns die Gefechtsteile unseres Werferregiments erst nachmittags. Die Trosse sind schon rückwärts untergezogen. Unser Regiment ist mit diesen Batterien voll geländegängig mit Allradantrieb oder Halbkettenfahrzeugen, den 1- oder 3-Tonner Zugmaschinen. Jede Batterie hat außer der 3,7 Pack noch einen MG-Wagen mit dem Zwillings-MG 34 für die Luftabwehr, aber auch zum Durchbruch bei Straßensperren oder Ortsverteidigung. Dafür hat es auch Allradlenkung. Die 6 15 cm Nebelwerfer je Batterie mit ihren jeweils 6 Rohren ermöglichen den 3 Batterien einer Abteilung eine Salve von 108 Granaten 15 cm innerhalb von 10 Sekunden. Und diese Salve kann in 5 Minuten 3-mal wiederholt werden. Damit wird eine bisher unerreichte Einschlagsdichte von über 300 Kilo Sprengstoff auf einer Fläche von 300 x 200 Metern erzielt. Am 22. Juni 1941 beginnt um 3:10 Uhr unser Angriff auf die russischen Grenzbefestigungen mit Bunkersprengungen, Minenräumung und Schartenschießen auf die schweren russischen Waffen unter Beton. Um 7 Uhr zieht dann die ganze 7. Panzerdivision mit ihren 120 tschechischen Beutepanzern 38T und 30 deutschen Panzern 3 und 4 an ihrem Divisionskommandeur, aber auch an unserer B-Stelle auf der minenfreien Trasse vorbei, zum Durchstoß Richtung Kowno mit Sicherung durch 15 cm schwere Infanteriegeschütz auf Selbstverlaufwette und vorgezogener leichte Feldhaubitze mit Zugmaschine. Um 9 Uhr rollen die motorisierten Truppen hinter der Panzerspitze und verteilen sich hinter der Grenze in mehrere parallele Marschkolonnen, die aber bei den Kampfeinsätzen der Spitze auch immer wieder aufgehalten werden. Wir werden später noch oft daran denken, denn je weiter die Wehrmacht in Russland eindringt, umso breiter wird die Fläche, sodass später Zwischenräume von 50 oder 100 Kilometer zwischen den Vormarsch-Rollbahnen normal werden. Die 3. Abteilung Werferregiment 51 unter Oberstleutnant Korbion beginnt den Vormarsch auf Kalvaria und Olita. Wir hören nur vereinzelte kurze Panzergefechte. Die gefürchtete russische Luftwaffe muss schon weitgehend am Boden zerstört sein. Dann kommen doch noch die ersten roten Bomber, aber mit den falschen Kalibern und falscher Zündereinstellung. Diese Bombe war für einen ganzen Kompaniebunker vorgesehen, aber Sie müssen jetzt wohl nehmen, was noch verfügbar ist. Unsere 8-8 Flak überwacht unseren Vormarsch, aber auch vereinzelte Russenpanzer fallen ihm zu Opfer. Nur wenige Wochen später ist sie die einzige verlässliche Abwehr gegen die neuen Russenpanzer, von denen unsere Führung nichts wusste. Wir fahren zwischen russischen Panzerwracks und modernen Geschützbunkern durch, nachts durch das brennende Olita, um Wilna von Süden zu umfassen. Bis zum Abend erkennen wir, dass hinter der Grenze fast genauso viele Russenpanzer abgeschossen wurden, wie wir insgesamt für diesen ganzen Feldzug bereitgestellt hatten.
Das war also keine Verteidigungsstellung gewesen, sondern eine im Aufmarsch für eine Offensive durchbrochene Feindarmee unmittelbar vor ihrem eigenen Angriff. Kurz vor Wilna werden wir abgedreht nach Südosten zum Stoß gegen Minsk, um dort die russische Heeresgruppe Timoschenko nach Osten abzuschneiden. Wir haben keine geregelte Marschordnung mehr mit eingeteilten Strecken, nur noch verteidigte oder feindfreie Räume vor uns, die so schnell wie möglich durchstoßen werden, um die günstige Lage auszunutzen. Ein Stau auf der Rollbahn lässt alles sofort in tiefen Schlaf fallen, den Kommandeur, den Batteriechef und den Fahrer. Mit dem Krat mache ich noch eine schnelle Erkundung. Neben dem BT-70, dem russischen Durchbruchspanzer, der auch ohne Ketten 70 Stundenkilometer schnell fahren konnte, können wir jetzt erste nicht endende Kolonnen russischer Kriegsgefangener entgegen, die nur noch von vereinzelten Soldaten mit einem Gewehr begleitet werden. Allen ist die Erleichterung anzusehen, dass sie für sich den Krieg so beendet haben. Durch das völlig abgebrannte Molodetschno hindurch erreichen wir unsere Panzerspitze, die sich verschossen hat, aber auch ihren Kommandeur Oberst Rothenburg verlor. Aber die wichtigen Brücken und Übergänge gewann als Voraussetzung für den Angriff auf Minsk. Die Stadt wird bereits von Südwesten her angegriffen. Wir umfassen Minsk im Norden, ehe wir von dort mit der 20. Panzerdivision die harte und entschlossene Verteidigung angreifen, die unseren Truppen schwere Opfer abverlangt. Wir werden nun die schweren Feuerschläge der Werfer gebraucht, die ja nur 25 Salven mit sich führt und für diese besonderen Fälle aufgespart wurde. An abgeschossenen oder auf Minen gefahrenen deutschen Panzern vorbei, dann Befehlsausgabe auf der Autobahn nach Moskau, Leutnant Ende als Ordonnanzoffizier des Regiments, unser Abteilungskommandeur, der Chef der 7. Batterie von Lüdinghausen, der Abteilungsadjutant und die Werferzugmaschinen, die in die Feuerstellung fahren.